Das ist Familie Baumeister aus Willich. Mit diesem kleinen Wohnwagen fahren sie nach Frankreich. Sie haben eine besondere Route geplant. Von Willich geht es an den Atlantik, in die Schiffsbaustadt Saint-Nazaire, an der Mündung der Loire. Typisch für die Stadt, viel Industrie und viel Natur. Und wer schon mal hier ist, sollte die Brücke über die Loire-Mündung gesehen haben. Weiter nach Saint-Émilion, UNESCO-Weltkulturerbe, denn hier haben schon die Römer Wein angebaut. Saint-Émilion ist auch heute noch berühmt für Rotwein und gutes Essen. Von da aus nach Bordeaux. Bordeaux, die Perle im Südwesten Frankreichs, hat 250.000 Einwohner und ist die Weinmetropole der Region. Bordeaux liegt voll im Trend und macht Paris Konkurrenz. Die Baumeisters wollen auch zur berühmten Dune du Pilat. Es ist die höchste Wanderdüne Europas. Und auf dem Rückweg liegt das große Ziel ihrer Reise, Paris. Die Stadt der Liebe. Für Michael Baumeister eine Premiere. Er will wissen, warum viele von der Stadt so schwärmen. Tour de France Einlauf schon unendlich mal geguckt und das Tollste, wenn die da mit dem Hubschrauber drüber fliegen und Paris von oben, also das würde ich mir wirklich gerne mal angucken. Die Stadt, die große Stadt von oben, also das kann ich mir toll vorstellen. Mal schauen, kriegen wir bestimmt hin. Ja, cool, cool. Ich freue mich. It's summertime in the city, and I wanna have all my fun. 9 Uhr morgens in Willich am Niederrhein. Guten Appetit zusammen. Guten Appetit. Brauchen wir die Butter? Die Familie will mit dem eigenen Wohnwagen eine Tour de France machen. Ja, hoffentlich kommen wir gut durch. Und wir dürfen nur 100 fahren. Habe ich ja nur 100. Ja, weil wir mit Bruno nur 100 km/h fahren dürfen. Vor 13 Jahren sagten Conny und Michael ja. Kurz danach kam der heute 12-jährige Oskar zur Welt. Und vor 7 Jahren dann Anton. Conny übt seit Wochen Französisch. Sie fände es gut, wenn Oskar in der Schule Französisch als zweite Fremdsprache wählt. Weißt du, was Danke auf Französisch heißt? Oskar, du? Wüsste ich jetzt nicht, nee. Doch, steht ja auf der Packung immer drauf. Ach, merci. Doch Oskar hat eigentlich andere Interessen. Für mich im Urlaub ist es sehr wichtig, mich zu bewegen. Ich werde auch meine Inliner in den Urlaub mitnehmen. Muss ich gleich noch packen. Die Jungs sind nämlich Sportskanonen. Der Große spielt bei der Düsseldorfer EG. Anton spielt Fußball und Rollhockey. Er freut sich auf Frankreich. Dann müssen wir aber auch die Badehose mitnehmen. Ja, können wir auf jeden Fall mal eine einpacken. Viel Spaß beim Baden im Atlantik. Die Eltern haben einen kleinen Wohnwagen gekauft. Nach dem Motto, Konzentration aufs Wesentliche. Wir nehmen das Minimalste mit, wo wir darauf verzichten, auch im Urlaub mal. Also ich finde es auch gut, auf einem Campingplatz anzukommen, vielleicht nur mit wenig Gepäck. Ich wünsche mir für unseren Urlaub, dass wir Frankreich abenteuerlich entdecken, auch mit unserem kleinen Bruno, dass wir sehr viele Highlights sehen, die wir ins Herz schließen und die uns in Erinnerung bleiben. Vor 2 Wochen. Sie erreichen Ihr Ziel um 13:54 Uhr. Conny und Michael holen ihren Wohnwagenmodell Bruno ab. Den haben sie im Vorjahr schon mal Probe gefahren und ihn dann gekauft. Für 25.000 €. Ich bin gespannt, ob die das jetzt alles richtig gemacht haben oder ob wir alles richtig bestellt haben. Das ist ja Ja, dann die Moment, Frage. ob ich alles richtig bestellt habe. Ja, die Farbe meinst du, oder? Ja, Oder? ob dir das gefällt. Ankunft in Löchgau, nördlich von Stuttgart. Bis hierhin sind sie gut 400 Kilometer gefahren. Oh, guck mal, da sind sie ja schon alle. Peter und Daniel sind eigentlich Messebauer. Seit 4 Jahren bauen sie auch Wohnwagen nach individuellen Wünschen. Aber seid ihr aufgeregt, oder? Ja, total. Jetzt sehen sie ihr neues Urlaubsgefährt zum ersten Mal. Für 4 Menschen ist der wirklich nicht groß. Ui, 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 ui. Oh, Michael, du bist zu breit, ich sehe nichts. Du siehst nicht. Ich sehe nichts. Oh, wie schön. Guck mal. Hast du gut ausgesucht, die Farbe. Oh, ich bleib hier. Dürfen wir den mitnehmen?
Gefällt's dir? Ja, total. Gut 4 Meter lang und knapp 2 Meter breit. Das ist klein. Die Familie will eng und kuschelig verreisen. Vorteil? Man kann den Bruno mit normalem Pkw-Führerschein fahren. Nachteil? Drinstehen kann man nicht. Es gibt keine Heizung, kein Wasser, keine Küche. Eigentlich nur ein Schlafsofa mit Stauraum. Ich fahre da jetzt nicht nach Frankreich, um auf dem Campingplatz zu kochen. Auf keinen Fall. Also ich möchte essen gehen, ich möchte auch das essen, was die Leute da essen. Also das ist dann schon eher meins. Michael, jetzt sag mal, wo geht's denn jetzt als erstes hin? Ja, also als erstes geht's nach Frankreich. Meer, Atlantik. Genial. Ja, wollten wir eigentlich immer schon mal hin. Und ja, Mittelmeer kennt man schon, aber Atlantik war irgendwie so ein Sehnsuchtsort, sage ich mal so. Ja, und dann zum Schluss wollen wir nach Paris. Und in die Großstadt mit dem Bruno. Im Bruno haben nur 2 Platz. Auf dem Bruno schlafen daher die Jungs. Zelt steht. Ein großes Dachzelt. Zwar wasserdicht, aber unbeheizt. Das wird ja wie in so eine Räuberhöhle und das wird mega für die. Also da werden sie richtig Spaß dran haben. Auf geht's! Tschüss. Tschüss! Die erste Tour mit eigenem Bruno zu viert. 8 Tage Frankreich. Sie haben einen kleinen Wohnwagen und große Pläne. Es geht los. Heute ist Abfahrttag. Nach minimalistischem Urlaub mit wenig Gepäck sieht das allerdings nicht aus. Ja, wolltest du das nicht mit ins Auto? Wie ist die Familie überhaupt aufs Campen gekommen? Ich habe tatsächlich gesagt, ich würde gerne mal anders Urlaub machen. Ich wollte mal was erleben, ich wollte wirklich ein Abenteuer haben. Und ja, und dann sagt Michael, ja, dann gehen wir halt campen. Die Familie hat sich viel vorgenommen. 5 Ziele. Das bedeutet immer wieder packen und weiterfahren. Wird das Stress? Die letzte Etappe, Campen in Paris. Hier wollen sie etwas entdecken, das nicht in jedem Reiseführer steht. Das Abenteuer beginnt jetzt. 10 Stunden Fahrt von Willich nach Saint-Nazaire. Die Stadt südlich der Bretagne ist berühmt für den Schiffsbau. Früher Kriegsschiffe und Überseedampfer, heute vor allem Kreuzfahrtschiffe. Hier hat die Familie eine besondere Verabredung. Und da ist sie, die berühmte Brücke von Saint-Nazaire. Das ist schon ein beeindruckendes Bauwerk. Meinst du, wie lange die dafür gebraucht haben, die zu bauen? Ich glaube schon sehr lang. Vielleicht 2 Jahre. Die Brücke ist über 3 Kilometer lang und wurde 1975 nach 3 Jahren Bauzeit eröffnet. Die Baumeister staunen über die Loire. Der längste Fluss Frankreichs mündet hier in den Atlantik. Ich bin so aufgeregt, das Meer. Bevor sie auf den reservierten Campingplatz fahren, machen sie spontan Halt. Oh, ich sehe schon. Guck mal, wie schön. Damit haben sie nicht gerechnet. Komm, wir gehen mal runter. Und machen Fotos. Dann machen wir mal ein paar Fotos. Es ist das Kunstwerk Schlange des Ozeans. Die Baumeisters haben Glück. Nur bei Ebbe ist die 130 Meter lange Skulptur über Wasser. Oh Gott. So, Selfie. Hallo! Sieht man nicht? Oh. Jetzt nur noch 15 Minuten Fahrt und sie sind am Campingplatz. Wir müssen ja da erst mal rein in die Rezeption. Conny hat vorher online gebucht. Ihr Platz kostet knapp 40 € die Nacht. Bonjour. Bonjour, bonjour. Can we speak English? Yes. We reserved a pitch for our caravan. Okay. And okay, this is for you. Der Restaurant ist open now? Yes, Oh, it is. very fine. Ich möchte natürlich auch noch ein bisschen Französisch sprechen, weil ich habe mich auch ein bisschen vorbereitet. Aber wie es meistens halt so ist, mich überkommt dann halt so ein bisschen die Panik. Und deswegen schwenkt man dann halt ganz schnell um. Connys Französischkenntnisse werden noch zum Einsatz kommen. Der 4-Sterne-Platz direkt gegenüber Saint-Nazaire hat Zugang zum Meer, viele Stellplätze und Mobilhomes, Restaurants und Pools. Conny achtet besonders auf die Sauberkeit der Sanitäranlagen.
4 Sterne. Für die Toilette, weiß nicht, also würde ich jetzt nicht geben, vielleicht 3 nur. Wir haben ja hier Männlein und Weiblein zusammen. Und dass es dann halt nur 2 Toiletten gibt, finde ich jetzt ein bisschen wenig. Auch wenn die Baumeisters den Bruno schon mal geliehen hatten, routiniert sind sie nicht. Den ersten Mal jetzt den selber aufbauen, den eigenen, ist schon cool. Tschö, wir gehen jetzt Fußball spielen. Ja, viel Spaß, viel Spaß. Der Bruno fällt bei den Nachbarn auf. Ich glaube, es ist gut, oder? Michael muss viel kurbeln, damit er gerade steht. Sehr gut. Ja, ich glaube, ich kaufe eine Wasserwaage. Solche Schwierigkeiten haben die Campingnachbarn Carole und Philippe mit ihrem Wohnmobil nicht. Salut, bonjour. 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 Vous allez bien? Très bien, merci. Nous sommes des Allemands. Oui. Oh Gott, ich kann das nicht. C'est dur le français, ouais. Die beiden wissen, wie schwer ihre Muttersprache ist. Est-ce que je peux votre caravane? Oui, bien sûr. Conny möchte sehen, wie Campen mit viel Platz aussieht. Oh, c'est très bien. Entrez. Entrez. Allez-y. Merci. Die Schuhe braucht Conny nicht auszuziehen. Der Autolackierer und die Pflegehilfe aus der Bretagne verbringen Wochenenden in der Umgebung. Ist ein bisschen größer als unserer, Michael. Merci beaucoup. Y a pas de quoi. Wir lieben Camping, weil es ein Abenteuer ist und weil man reisen kann, wie man will. La liberté. Und was halten Carole und Philippe von Bruno? Très pratique. Praktisch, kompakt und schnell im Aufbau, meinen die beiden. C'est vite à monter, hein. C'est génial. Ja, ich finde das nett, aber nee, für mich wäre das jetzt nichts. So langsam geht der erste Urlaubstag zu Ende. Im Bruno haben die Camper-Neulinge schon ihr Nachtlager vorbereitet. Für einen Schlummertrunk vor dem Wohnwagen machen sie es sich gemütlich. Oh, mein Schatz. À ta santé. Schön haben wir es hier. Ja. Die Jungs haben es in ihrem 4 Quadratmeter großen Dachzelt bequem. Schlafsäcke, Isomatten, Decken, Kissen und Felle. Alles da für eine traumhafte Nacht. Mama, Papa, Ja. gute Nacht. Oh, ist jetzt Ruhe. Gute Nacht, ihr Süßen. Gute Nacht. Schlaf gut. Ich finde, es war ein toller erster Tag. Auf jeden Fall. Ja, so kann es weitergehen. Ja. Die erste Nacht im eigenen Wohnwagen war wunderbar. Auch ohne Küche ist ein Frühstück vor dem Wohnwagen schnell gemacht. Die Kinder hatten eben auch riesigen Hunger. Ja, aber jetzt scheint der Fußballplatz ja interessanter zu sein. Ist doch gut. Ja. Muss doch mal einhalten. Conny und Michael hoffen, die Jungs haben sich ausgetobt und jetzt Lust auf einen Ausflug. Hallo. Hallo. Und, habt ihr genug? Wir wollen erst Fußball spielen. Ja, nee, wir wollen doch jetzt hier Mamas Überraschung, oder? Wir gehen gleich in ein Museum. Das habe ich extra so ein bisschen für die Jungs rausgesucht. Konkret, es geht zum U-Boot Espadon. Das ist das französische Wort für Schwertfisch. Und wie ein großer Fisch sieht es ja auch aus. Ich bin sehr gespannt, was uns da erwartet. Der Direktor des Museums nimmt sich persönlich Zeit für die deutschen Touristen. Ich habe einen tollen Beruf. Wir arbeiten mit der Vorstellungskraft unserer Besucher. Die verwandeln sich in Passagiere und sogar in Offiziere des U-Boots. Mit den Audioguides können die Baumeisters jetzt ins U-Boot steigen. Das U-Boot hat 25 Jahre lang die Weltmeere durchquert. Es war das erste französische U-Boot, das im Polareis getaucht ist. Weil das ist ja der Kommandoraum hier.
40 Grad war es hier drin. Ich stelle mir mal vor, wenn hier die Maschinen funktioniert haben, muss ja grausam laut, warm und auch gestunken haben. Also ich möchte das nicht, ich möchte mit denen nicht tauschen. Bis zu 65 Mann stark war die Besatzung, inklusive Smoot. Und hier haben mal wirklich Leute drin gewohnt. Ja, hier sind mit Leuten auf hohe See gefahren. Monate unter Wasser. Die Baumeisters können sogar die Torpedos ausprobieren. Also fast. Guck mal, da sind die Torpedorohre. Nicht drauf. Seid ihr verrückt? Wieso? Ja, weiß ich nicht. Der ist nicht. Ja, jeder, also als ob man da... Gyro déviation 90 degrés. Attention pour lancer. Feu! Ich habe mich ein bisschen erschrocken. Das war voll cool, ich mache das nochmal. Da sind zum Beispiel auch Sachen, die ich vorher noch nie gesehen habe. Mama hat das wirklich sehr gut rausgesucht. Conny gelingt es immer wieder, ihre Söhne zu begeistern. Und sie hat schon wieder eine Idee. Komm, wir sagen Dankeschön, ne? Dankeschön. Merci beaucoup. Avec plaisir. Oh, das war doch toll, oder? Ja, das war sehr schön. Bevor die Familie Saint-Nazaire au revoir sagt, machen sie einen Ausflug ans Meer. Wann sind wir endlich da? Ja, gleich. An der Bucht von Saint-Nazaire liegen 20 Strände. Conny hat den schönsten ausgesucht. Der liegt etwas versteckt zwischen Felswänden und ist nur über eine lange Treppe zu erreichen. Die Baumeisters wollen hier entspannen. Der kleine Wohnwagen lässt sich leicht rangieren und passt überall rein. Gib noch einen Kaffee, bevor wir am Strand sind. Ja, das gehört zum Camping dazu, oder? Eben schnell noch einen Kaffee, bevor es an den Strand geht. Kaffee am Meer. Kaffee am Meer. Hier, guck mal, was für ein schöner Blick. Und hätten wir jetzt einen Schnorchel dabei, könnten wir da ein bisschen schnorcheln gehen. Wer schießt? Du. Hält er ihn und... Hey! Hast du toll ausgesucht, mein Schatz. Anton wollte ja ins Meer. Leider haben sie die Badehose doch nicht dabei. Anton ist gut. Boah. Der ist glitschenass. Ja klar ist der glitschende. Ja, und jetzt? Die ist nass. Ja, und jetzt? Ich will eine neue. Na, Hol mir mal eine nicht so neue. frech. Ja, klar. Ich hab's dir doch gesagt. Ich hab es dir doch gesagt, aber nein. Jetzt siehst du wieder alt aus. Nein, die lässt du jetzt an. Ja, okay. Bleib doch bitte jetzt hier. Meine Güte. Entspannend ist der Zwischenstopp eher nicht. Aber eine halbe Stunde später ist das vergessen. Der Tag war gut. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir uns heute hier so schön an dem tollen Strand hier austoben können. Ja, die Kinder hatten ihren Spaß. Anton ist einmal ins Wasser gefallen. Ja, das war doch cool. Vor ihrem großen Ziel Paris geht es jetzt erstmal Richtung Süden. Gut 400 Kilometer Strecke liegen vor ihnen. Sie wollen heute noch nach Saint-Émilion. Sie freuen sich besonders auf das Städtchen, denn das hat vieles zu bieten. Es ist umgeben von Reben. Die Weinregion Saint-Émilion liegt östlich von Bordeaux. Die beliebteste Traube ist hier Merlot. Klar wollen auch die Baumeisters hier lecker essen und trinken. Conny hat wieder einen Campingplatz in der Nähe vorher reserviert.
Ein einfacher kleiner Platz direkt neben einem Bauernhof. Die meisten Gäste sind Franzosen. 25 € pro Stellplatz und nachts zahlen sie hier. Schnell ist alles aufgebaut und verstaut. ...20 Minuten später. Ein kleiner Tisch, Karten raus, Kinderidylle im Wohnwagen. Oh, sexy. 1. Was hast du für Karten? Zum Wohl. Wenn ich mir den Sonnenuntergang angucke, kriegen wir morgen bestimmt schönes Wetter. Ja, klar. Ich möchte gerne morgen ein bisschen Fahrrad fahren. Mitten durchs Land, die kleinen Gassen, die kleinen Straßen, vielleicht ein paar Weinberge. Ja, da freue ich mich sehr drauf, wenn das klappt. Mit dem Wetter, mit allem drum und dran. Ja, das wäre schon toll. Also da, warten wir. Drücken die Daumen. Der nächste Tag in Saint-Emilion wird die Familie überraschen. Guten Morgen. Guten Morgen. Das Daumendrücken hat geholfen. Michael kann aufs Bike. Bei uns ist es selbstverständlich, dass auch jeder mal so ein bisschen Zeit für sich braucht. Von daher soll er Fahrrad fahren. Zu Hause geht er in den Keller und von daher alles gut. Michael ist Hobbybiker. Er will die knapp 50 Kilometer mit dem Rad fahren und dann seine Familie treffen. Au revoir. Au revoir. Tschüss, Papa. Der Campingplatzbesitzer begrüßt die Deutschen persönlich, denn die sind eher selten auf seinem Platz. Den hat er vor 33 Jahren eröffnet. Mit 19 habe ich eine Campingtour gemacht, jede Nacht auf einem anderen Campingplatz. Da habe ich gedacht, Camping ist super. 3 Monate im Jahr arbeiten und danach seine Ruhe. Doch so läuft das nicht. Auf dem Platz wird auch Gemüse und Obst angebaut. Conny will etwas über die berühmten Périgord-Trüffel wissen. How do you find it here with dogs or with truffle pigs? Olivier erklärt, die Trüffelsuche mit Schweinen sei out. Die Schweine nicht vorsichtig genug. Meistens nehme man Hunde und trainiere sie. Yes, nice, thank you. Michael kommt schnell voran. Es gibt zwar keine extra Radwege, aber die Straßen sind in gutem Zustand. Nach 3 Stunden ist er in Saint-Emilion. Ja, war sehr schön, mein Gott. Ein bisschen Wind, aber ganz toll. War echt toll. Eine halbe Stunde später ist die Familie wieder vereint. Bonjour, Madame. Bonjour. Français ou allemand? Allemand? Allemand, ja, kann ich auch. Oh, Sie sprechen Deutsch. Ich komme aus dem Bayerischen Wald, Niederbayern. Das trifft sich ja super. Und was hat Sie hierhin verschlagen? Die Liebe. Die Liebe zum Wein. Elfriede Rankel ist nach ihrer Zeit als Au-pair-Mädchen in Frankreich hängen geblieben. Sie erzählt, in der Region um Saint-Emilion gibt es 800 verschiedene Weingüter. Die Baumeisters dürfen probieren, doch Michael ist wählerisch. 2017, ein bisschen frischerer Jahrgang, also etwas leichter wie 16 oder 18. Perfekt zum Jetzt trinken, Fruchtaromen, ein bisschen mehr rote Früchte, vielleicht ein bisschen mehr an Kirschen denken. Und wo liegt man denn bei den Flaschen hier? Diese hier ist bei 25 €. Okay. So ganz überzeugt sind die Baumeisters noch nicht. Versuch Nummer 2. Das wäre jetzt ein 2018er. 18er, ein exzellenter Jahrgang. Sehr sonnig, sehr reife Trauben. Was etwas vollere, rundere, wärmere Fruchtaromen gibt. Der mir jetzt mehr zu sagt, was kostet die Flasche? Sind wir bei 20 €. Okay. Noch ein anderer Wein oder ist es okay für Sie? Ich glaube, das ist erstmal okay, danke. Au revoir. Von wegen gute Reise. Die Familie bleibt erstmal hier. Für die Franzosen gehört Wein, also dass man Wein konsumiert, zum Leben. Also ist sehr wichtig. Es wird jeden Tag regelmäßig Wein konsumiert.
also viel mehr wie in Deutschland. Und es gehört einfach zu einem guten Essen dazu, ein Gläschen Wein. Enge Gassen, Natursteinhäuschen, Gebäude aus dem Mittelalter. Hier gibt es viel zu sehen für die Baumeisters. Ach, guck mal, wie schön. Oh, das ist ja ein schöner Blick. Soll ich ein Foto machen von euch? Ja. Sehr schön. Und jetzt gönnen sie sich, worauf sie sich so gefreut haben. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Monsieur. We have juice, yes. You are ready for the rest? Yes, Yes, okay. Du startest? Je voudrais Tu prends le burger. Burger. Die Kinder nehmen Burger und Schnitzel. Die Eltern ein, typisch französisch, 3-Gänge-Menü. Michael probiert Gänsestopfleber, Conny Ente mit Honig-Aprikosenkruste. Ich finde, die Franzosen können gut kochen. Ja, sehr lecker alles. Eine Flasche Rotwein kostet hier zwischen 30 und 100 Euro. Michael trinkt 2 Gläser à 6 Euro. Ich wäre dafür, dass du heute mal zurückfährst. Mach ich. Gute Idee. Sie wollen heute noch nach Bordeaux fahren. Saint-Émilion ist eine sehr, sehr schöne Stadt. Von Bordeaux erwarte ich, dass sie mindestens genauso schön ist, aber halt ja natürlich ein bisschen größer. Ich freue mich in Bordeaux auf das Rollschuhfahren. Rollschuh fährst du? Inliner. Nur 1 Stunde Fahrt zur Stadt am Wasser. Das breite, modern ausgebaute Ufer der Garonne ist legendär für Freizeitsportler. Inlinern müsste hier gut funktionieren. In der Altstadt von Bordeaux hat Conny vorab etwas organisiert. Sie wollen einen Turm besteigen. Hast du einen Plan? Ja, ich habe immer einen Plan. Da lang. Oh, wie schön hier. Oh, toll. Oh, toll. Canelés. Hier gibt's Canelés. Die können wir uns gleich holen. Okay? Habe ich noch nie probiert. Canelé, das sind kleine Zimtgugelhupfe, habe ich gelesen, muss man unbedingt gegessen haben in Bordeaux. Und die kommen hier aus der Gegend, oder was? Kennst du zum Beispiel den Marmorkuchen, den ich schon mal backe? Ja. In so einer Gugelhupfform. Das ist ein Gugelhupf. Ja, hätte ich mir so nicht vorgestellt. Also so weich innen drin. So, meine Lieben, ist das nicht ein schönes Gebäude hier? Das habe ich für euch organisiert, dass wir hier auf diesen Turm gehen können. 200 und paar Stufen. Der Turm Pays Berlin ist ein Glockenturm aus dem späten Mittelalter. Besucher müssen sich vorab anmelden. Wer hochsteigt, wird belohnt. Das ist aber windig. Ich zieh mal lieber meine Mütze aus. Wow, guck mal. Super. Der Blick. Wow. Da es aber heute sehr windig ist, ist natürlich auch noch die steife Brise hier oben. Tolle alte Stadt. Gefällt mir gut. Das nächste Highlight steht an. Die Baumeisters sind noch nie zu viert Inliner gefahren. Oh Gott! Soll ich dich drücken? Force et agilité, force et agilité. J'appelle à toutes les forces, toutes les unités. Je suis préparé aux opportunités. Force et agilité. Force et agilité. J'appelle à toutes les forces, toutes les Sollten wir öfter machen, mal die Inliner mitnehmen, oder?
Auf Für jeden Fall. zufriedene Kinder? Für zufriedene Kinder, genau. Ich bin zufrieden. Nächster Tag und ein großes Ziel. Die weltberühmte Düne von Pilar. Es ist die höchste Wanderdüne Europas. Die Düne verschiebt sich jedes Jahr um bis zu 5 Metern landeinwärts. Die Baumeisters erhoffen sich eine tolle Sicht auf die Bucht von Arcachon. Wo lang geht's zur Düne? Hier. Boah, ich bin aber wirklich gespannt, wie groß die Düne ist. Ja, hoch ist ja auf jeden Fall schon mal, ne? Ja. Aber ich bin gespannt, wie breit die Ja, dann und wie ist es und von wie da lang. oben aussieht, oder? Ich finde es nett gemacht hier alles mit dem Mulch und den kleinen Häuschen hierbei. Also echt nett. Schick, 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 schick. Wenn ich da hochgucke, dann auch Wie, hast du Angst? Nee, ich habe keine Angst, aber ich kann jetzt schon nicht mehr, wenn ich da nur hochgucke. Quatsch. Ach krass. Boah. Guck mal, wie sich da auch die Wellen brechen auf dem offenen Meer da, ne? Krass. Komm, dann lass mal da oben hochgehen. Der Anblick hier entschädigt das alles. Also finde ich schon großartig. Krass imposant, auf jeden Fall. Toll. Hier kommen wir noch mal hin, das steht fest. Wahnsinn. Ich find's toll hier, wirklich. Ob Camping in der Weltmetropole eine gute Idee ist, das wollen die Baumeisters jetzt wissen. Die Metropole an der Seine ist nach Bangkok und London die meistbesuchte Stadt der Welt. Und für die Baumeisters der lang ersehnte Traum. Knapp 700 Kilometer trennen sie vom Höhepunkt der Reise. Über 8 Stunden sind sie dafür unterwegs. Ihre Herausforderung? Kann man auch als Camper die Stadt entdecken? Und werden sie in Paris was erleben können, das nicht schon in jedem Reiseführer steht? Nächster Morgen 9 Uhr. Conny hat den stadtnahen Campingplatz vorher reserviert. Der liegt am östlichen Stadtrand, einer von 2 Campingplätzen, keine 30 Minuten vom Zentrum. Inzwischen ist die Familie beim Campen ein eingespieltes Team. Schneller Aufbau, festgelegte Schlafplätze, reichlich Stauraum. Zu viert auf kleinem Raum, das ist für die Baumeisters Urlaub und das Gegenteil von zu Hause. Während die Jungs noch kuscheln, erkunden die Eltern den Platz. Mein Eindruck ist sehr geräumig, sehr schön angelegt, viele schöne Pflanzen. Wir sind vor den Toren von Paris, das ist natürlich super. 66 € die Nacht ist natürlich auch eine Stange Geld, aber ja, weil vor Paris, das natürlich, ja, entschädigt das halt. Ne? Das einzige Manko, was ich halt finde, dass der Supermarkt vorne nicht aufhat, obwohl es dran steht. Es sind Camper aus ganz Europa auf der Anlage. Morgen. Morgen. Urlauber, Geschäftsreisende und Künstler übernachten auf dem Campingplatz. Sie wollen teure Hotelkosten sparen. Der Platz ist groß und das ganze Jahr über gut besucht. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Dürfen wir Sie mal ansprechen? Ja. Sie sitzen hier so schön. Sind Sie schon länger hier in Paris? Ja, wir sind schon seit ein paar Tagen da. Ja, schön, schön. Wollen Sie sich mal hinsetzen? Oh, gerne, gerne. Sind Sie Profis im Campen? Nein. Gar nicht, ich bin nicht Gar zum nicht? allerersten Mal mit diesem Riesending unterwegs. Ah, auch Anfänger, wir ganz ja auch. Anfänger. Sehr schön. Ja, sehr schön. Familie Woolley hat auf enge und teure Hotelzimmer in der City keine Lust. Marc ist Brite, Miluska ist Tschechin. Mit 3 Kindern leben sie in München und erkunden Paris 5 Tage lang. Auf dem Campingplatz ist alles dabei, was man braucht. Die Kinder können draußen spielen, was auch vorteilhaft ist, weil im Hotel, im Stadtzentrum würden die keine Bewegung kriegen zum Beispiel. Ja. Und das ist auch preiswert. Ich glaube, ich bin jetzt ein Fan vom Reisen mit Wohnmobil. Würde gerne auch in den Sommerferien noch mal losfahren. Vielen Dank, Ganz Nessie. herzlichen Habt noch eine Dank. schöne Zeit hier. Tschüss. Gute Reise. Bis Tschüss. dahin. Dann Ciao. komm. Tschüss.
Eine halbe Stunde später an der Bushaltestelle. Michael plant eine Überraschung für Conny. Nachdem die Conny fast jeden Tag für mich oder für die Kinder eine tolle Überraschung hatte, habe ich mir jetzt auch was überlegt. Und wenn alles klappt, glaube ich, wird das ein richtig super Ereignis nochmal. Die Überraschung kommt am Ende des Tages. Dafür müssen sie erstmal ins Zentrum mit Bus und Metro. Kostenpunkt für ein Tagesticket 13 €. Ihr erstes Ziel, eine berühmte Leckerei auf den Champs-Élysées. Die Länge und Breite der Prachtstraße überrascht die Baumeisters. Knapp 2 Kilometer lang führt sie vom Arc de Triomphe zum Place de la Concorde. Conny weiß, Macarons haben ihre Männer noch nie probiert. Sie entscheidet sich für ungewöhnliche Geschmackssorten. Schwarzer Knoblauch und Basilikumessig. Dankeschön. Für den Oscar Schokolade und Schokolade und Schokolade. Und für den Anton auch Schokolade und Schokolade, Schokolade. Dankeschön. Und ich habe Mandarine mit Olivenöl. Bon Appetit. Die gefüllten Kekse kosten hier 4 € das Stück und sind schnell verputzt. Die Jungs interessieren sich am meisten für den Eiffelturm und wollen den endlich in echt sehen. Bist du sicher, dass wir richtig sind? Mama, da ist er. Da ist er. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ist sehr groß. So lange drauf gewartet, ne? So groß haben sie sich den Eiffelturm nicht vorgestellt. Die alte Dame aus Eisen. So nennen ihn die Franzosen. Mama, können wir da jetzt hoch? Nee, da können wir nicht hoch. Da muss man Tickets vorher bestellen. Aber ich habe eine andere Idee. Lasst euch überraschen. Knapp 2 Kilometer entfernt gibt es einen wenig bekannten Park. Hier wollen sie von oben auf die Stadt schauen. Kosten 20 €. 10 € weniger als ein Eiffelturmticket. Ist das die Überraschung? Ja, wir können uns jetzt mal den Ballon anschauen, oder? Anschauen können wir auch damit hochfliegen? Vielleicht. Ja! Michael, du wolltest doch eine schöne Sicht auf Paris. Mit dem Ballon? Voilà. Mein Gott. Cool. Boah. Cool. Bordeaux von oben und jetzt Paris von oben. Ist ja alles perfekt. Absolut. Ein echter Geheimtipp. Der Ballon steigt bis auf 150 Meter und bietet eine tolle Sicht. Ja, das gefällt mir gut. Ja, und hier ist auch so schön ruhig. Da unten war es so trubelig. Also ich finde es immer ganz schön, wenn man so den Blick von oben hat. Toll. Ich finde es auch toll, da hinten anstellen am Eiffelturm. Und ja, hier war nichts los. Also von daher super, perfekt. Ich finde, die Überraschung ist gut gelungen. Es hat Spaß gemacht. Das war ein voller Erfolg. Doch längst nicht das letzte Highlight. Was macht die denn hier? Ah, gute Frage. Zufällig entdecken sie die Freiheitsstatue. Das Original in New York war ein Geschenk der Franzosen an die Amerikaner. 1989 schenkten sie eine kleine Version zurück. Sie ist in Richtung ihrer größeren Schwester im New Yorker Hafen aufgebaut worden. Ach so, wenn wir jetzt immer geradeaus fliegen, dann kommen wir nach New York. Ja. Hast du gehört, Anton? Michael will Conny auf Montmartre überraschen. Dahin nehmen sie jetzt die Metro. Conny und Michael haben gute Laune in der Stadt der Liebe. Von Montmartre aus wollen sie auf das abendliche Paris schauen. Boah, guck mal, wie viele Leute da oben stehen. Ja. Wieso stehen die da eigentlich alle? Ja, da wollen wir jetzt auch hoch, oder? Weil ich glaube, alle wollen von da oben mal runter gucken. Boah. Seit über 10 Stunden sind sie in Paris unterwegs und noch kein bisschen müde. Sie nehmen die Seilbahn.
Hier gilt das normale Metro-Ticket. Mein Gott. Wow. Toll. Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. So toll ist das. Also. Toll. Trotz der vielen engen Gassen gibt es jede Menge Restaurants und Bars. Wollt ihr was trinken? Ja, gerne. Ja, dann lass uns doch mal hier rein und dann trinken wir was, okay? Sehr gut. Okay. Ja. Michael hält seine Idee bisher geheim. Ich gehe jetzt mal eine Überraschung fertig machen. Hat jemand Lust mitzukommen? Ja, ich. Dann los, dann gehen wir. Ich freue mich total auf Michaels Überraschung. Ja, normalerweise gibt es immer zu Weihnachten, aber ich meine, schön, dass ich es heute erleben darf. Ich bin sehr gespannt. Da wollte ich hin, da hinten wollte ich hin. Auch wenn Michael noch nie hier war, den Tipp hat er von einer Freundin. Place du Tertre. Da sitzen die vielen Maler. Michael sucht einen, der ein Foto der Familie von Bruno abmalt. Das Bild will er dann Conny schenken. I will see the caravan and the family. Der 60-jährige Petrobat aus Moldawien malt seit über 20 Jahren täglich hier. Er kann Michael helfen. Guck mal, der malt die Mama gerade. Siehst du, erkennst die Mama schon? Noch nicht ganz. Vielleicht wird Conny das Bild gar nicht so gefallen. Very nice. Thank you, very nice. Ja, vielen Dank, super. Meinst du, die Mama wird sich freuen? Wonderful. Hallo, ihr beiden. Ach, da seid ihr ja. Hallo. Hat etwas länger Ich wollte gerade gedauert. sagen, ist ja schon fast dunkel Ja, hat geworden. etwas länger gedauert, aber ich habe eine kleine Überraschung. Für die Mama von uns allen. Um Himmels Willen. So. Von Bruno. Ah, cool. Oh, schön. Wer ist das hier? Toll. Ist das eine Dankeschön. gute Idee? Ja, das ist toll. Ja? Über 2000 Kilometer auf engstem Raum durch Frankreich. Das war ein besonderes Abenteuer. Wir waren jetzt 8 Tage unterwegs und haben wahnsinnig viel erlebt. Besonders gut, muss ich sagen, in Bordeaux auf dem Turm. Ganz alleine mit meiner Familie oben auf dem Turm zu stehen, über Bordeaux zu gucken, das war ein Traum. Paris hat mich beeindruckt. Also mehrfach stand ich da und so, boah, Wahnsinn. Was wir heute alles gesehen haben, das machen andere in 3 Tagen, glaube ich. Ne? Mein schönster Moment in dem Urlaub war die Dune du Pilat. Das war so ein Aha-Moment, wo ich eigentlich auch überhaupt nicht mit gerechnet habe. Das Schönste war der Campingplatz mit dem Fußballplatz. Ich finde es sehr spannend und sehr cool, mit dem Bruno zu verreisen, weil wir wollen den Kindern ja auch zeigen, hey, wir machen was mit euch, wir sind für euch da, wir wollen euch eigentlich die Welt zeigen und deswegen finde ich das gut, dass wir so auf engem Raum sind. Ich habe schon Lust bekommen, die Sprache zu lernen. Beim Getränkebestellen benutze ich sie ja auch ein bisschen, aber ich kann sie halt noch nicht so richtig ausführlich. Deswegen will ich sie gerne lernen. Die Jungs, echt tapfer waren die in den 8 Tagen. Wir haben viele Städtetouren gemacht, wir haben viel gesehen auch und wir sind viel gelaufen. Und das haben die Jungs toll gemacht. Ne? Da bin ich natürlich stolz auf meine Jungs. Es war definitiv nicht unsere letzte Campingreise nach Frankreich. Wir haben so unheimlich schöne Hotspots kennengelernt, die eigentlich noch ein bisschen intensiver entdeckt werden müssten.